Ja, das wird jetzt die neue Normalität sein. Die vielen Krisen wird es immer geben. Was Menschen jetzt brauchen, ist A, Politik, die offen erklärt, dass es komplex ist, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Und zweitens brauchen Menschen Zuversicht. Und Zuversicht bedeutet nicht nur Hoffnung, Hoffnung ist auch wichtig, aber Zuversicht bedeutet das Vertrauen in die Politik und die Überzeugung, das ist zu schaffen, aber auch Vertrauen und Überzeugung, dass die anderen in der Gesellschaft, dass wir als Gesellschaft das gemeinsam schaffen können. Und dieses Vertrauen ist gerade in der Corona-Pandemie sehr stark gesunken. Es braucht jetzt auch einen positiven Blick nach vorne. Wie kann so eine Zukunft aussehen, die eine klimafreundliche, umweltfreundliche Zukunft ist? Was haben wir gelernt aus den Fehlern des Ahrtals? Wie haben Menschen, wie hat die Politik es geschafft, wieder ein lebenswertes Leben beispielsweise im Ahrtal nach der Flutkatastrophe zu schaffen? Das ist das eine. Das andere ist aber auch, wir haben über Vertrauen gesprochen, Vertraulichkeit. Weil was wir ja beobachten, ist, dass die politischen Akteure, also die Koalition, kaum noch Raum hat, vertraulich, wie jetzt in Meseberg, sich auszutauschen und über Komplexität zu sprechen, über Lösungen zu sprechen, weil alles gleich an Social Media etc. geleakt wird. Das heißt, es braucht Vertrauen und Vertraulichkeit. Ja, es bleibt nicht viel Zeit, aber es wird auch für jede andere Regierung nicht viel Zeit bleiben. Der Vorteil an der Regierung ist, dass sie unterschiedliche Perspektiven zusammenbringt, die wir jetzt brauchen, um das Land und die Transformation voranzubringen. Aber ja, es gibt viel Konflikt, aber wir haben keine Alternative im Moment und deshalb müssen wir auf muss die Bevölkerung erstmal auf eben diese Regierung vertrauen und das traue ich den Akteuren, die dort um den Tisch sitzen, auch zu. Ja, es geht ja eben nicht um das Morgen und es geht auch nicht nur um diese Regierung, sondern es geht um die nächste Generation. Also wir müssen als Gesellschaft, als Politik über die nächsten 50 Jahre nachdenken, die nächsten 70 Jahre und nicht nur über das Morgen. Das ist eine sehr große Herausforderung, aber das ist jetzt gefragt. Naja, also wir haben die Notwendigkeit, ganz kurzfristig jetzt schnell zu handeln als Gesellschaft. Die Politik hat das und gleichzeitig langfristig zu denken. Das ist natürlich erstmal ein Widerspruch und die Geschwindigkeit, zu der muss auch die Gesellschaft selbst beitragen und eben nicht nur die Politik. Also die Gesellschaft kann das über Proteste, über Wahlen etc. in einem Land wie Deutschland zumindest regulieren. Also das ist was gemeinsam herausgefunden werden muss, wie das Tempo schnellstmöglich und langfristig gedacht sein kann. Mit der Gefahr der Überforderung. Und da muss man Bürgerinnen und Bürgern einiges zumuten. Und Zumutbarkeit, also es ist nicht nur die Zuversicht, sondern auch die Zumutbarkeit. Man muss Menschen sagen, wir leben, grundsätzlich sind unsere Voraussetzungen hier in Deutschland verglichen mit anderen Ländern, Entwicklungsländern beispielsweise, sehr gut. Wir haben sehr gute Voraussetzungsbedingungen, um diese Transformation zu schaffen. Und das muss kommuniziert werden. Und da kann man Menschen auch was zumuten, auch wenn der Blick in Entwicklungsländern natürlich ein ganz anderer ist, unser Leben hier nicht vergleichbar ist, aber wir müssen eine Verhältnismäßigkeit schaffen.